Hallo, mein Name ist Marc Fischer. Ich bin Online-Händler und kleiner stationärer Händler. Genau wie Sie beschäftige ich mich gerade mit der Verpackungsverordnung. Wir Online-Händler kennen das ja. Impressumspflicht, Datenschutzerklärung, Widerrufsrecht und es gibt eben noch die Verpackungsverordnung. Was ist die Verpackungsverordnung und für wen gilt sie? Die Verpackungsverordnung gibt es seit nunmehr 20 Jahren und das primäre Ziel vom Gesetzgeber war, den Müll, der aus Verpackung resultiert, zu reduzieren. Nach Möglichkeit soll das von vornherein vermieden werden. Nachgelagert sollen Verpackungsmüllreste in den Ressourcenkreislauf zurückgeführt werden, sprich recycelt werden oder anderweitig genutzt werden. Dazu wurde die Verpackungsverordnung ins Leben gerufen. Wir kennen das vielleicht noch der ein oder andere mit der Einführung des gelben Sacks, ging das mal los. Das ermöglicht den Endkunden zu Hause, ihren Verpackungsmüll zu entsorgen und er wird zu Hause kostenlos abgeholt. Okay. Verpflichtend ist die Verpackungsverordnung für alle Hersteller und Händler, also alle die Verpackungsmaterialien in den Verkehr bringen. Okay. Warum hört man denn so wenig von der Verpackungsverordnung? Nur Impressumspflicht kriegen wir ja jede Menge mit, aber Verpackungsverordnung geht so ein bisschen unter. Ja, das ist eine gute Frage, weil verpflichtend ist eigentlich alles. Bei der Verpackungsverordnung drohen teilweise sogar recht saftige Bußgelder. Das darf man also nicht ganz auf die leichte Schulter nehmen, aber die Impressumspflicht und die Widerrufserklärung sind halt immer ein gefundenes Fressen. Die kann eigentlich jeder Externe auf der Webseite einsehen. Schlimmstenfalls muss man im Online-Shop mal eine Testbestellung machen. Okay. Die Wettbewerbssituation ist meistens recht angespannt. So findet sich dann eigentlich schnell findet so eine Abmahnwelle statt und die wird dann natürlich auch in der Presse entsprechend berücksichtigt und dadurch ist das Ganze präsenter. Die Verpackungsverordnung oder die Einhaltung der Verpackungsverordnung kann man eigentlich als Außenstehender gar nicht beurteilen. Das geht fast nur in der behördlichen Kontrolle. Okay, mal konkret, zu was verpflichtet denn die Verpackungsverordnung? Also wenn man die Verpackungsverordnung im Wortlaut liest, steht da drin, sie verpflichtet zur Teilnahme an einem System. Okay. System ist natürlich erstmal ein undefinierter Begriff. Gemeint sind damit die dualen Systeme in Deutschland. Okay. Was gibt es für duale Systeme? In Deutschland gibt es im Moment 9 Unternehmen, die das anbieten, die zugelassen sind als duales System. Und einer dieser Anbieter muss man sich anschließen, um eben der Verpackungsverordnung Genüge zu tun. Okay, und was ist jetzt die Aufgabe des dualen Systems genau? Ja, im Prinzip ist das duale System der Vermittler zwischen Händler und Endkunde. Wenn man jetzt den Händler verpflichten würde, das Verpackungsproblem des Endkunden zu lösen, ist eigentlich ja nicht abbildbar. Also ich kann ja nicht als Online-Händler und stationärer Händler quasi die Verpackung zurückholen direkt. Richtig, genau. Ja. Das ist völlig unmöglich und so muss das übergeordnet organisiert werden. Es wird rein privatwirtschaftlich organisiert, deswegen gibt es 9 privatwirtschaftliche Unternehmen, die das Ganze organisieren. Okay. Und im Prinzip geht es darum, dass ja beim Endkunden der gelbe Sack, die blaue Tonne, das Altglas abgeholt wird und zwar kostenlos. Das heißt, es geht darum, die Unternehmen zu finden, die es vor Ort abholen, die weitere Verwertung der Materialien zu gewährleisten. Auch da sind klare Quoten festgelegt, die erfüllt werden müssen. Okay. Und auf der anderen Seite bei den Händlern sozusagen die Finanzierung des gesamten Systems sicherzustellen. Das ist ja quasi ein Umlagensystem, das heißt, jeder Händler bezahlt anteilig an seiner in den Verkehr gebrachten Verpackung eine Gebühr und die dient wieder darum, um das System auf der anderen Seite zu finanzieren. Okay, das heißt, die Finanzierung läuft unter anderem über die Händler? Genau, also im Prinzip müssen die Händler die Verantwortung übernehmen für die Verpackung, die sie in den Verkehr bringen. Und das machen sie eigentlich durch die Zahlung einer Gebühr und das duale System organisiert dann die tatsächliche Abholung beim Endkunden vor Ort. So, dass es für den Endkunden dann quasi kostenlos... Richtig, genau. Wunderbar, okay. Genau. Muss ich denn an einem solchen System teilnehmen als Händler? Nun bin ich ein relativ kleiner Online-Händler. Bin ich verpflichtet? Also die Verpackungsverordnung sieht keine Bagatellgrenzen oder Mindestgrenzen vor und somit ist jeder verpflichtet, der Waren in den... Also auch durchaus mit kleineren Mengen bin ich verpflichtet, mich an einem solchen System anzuschließen. Auf jeden Fall. Es gibt eine Erleichterung, große Unternehmen, aber da reden wir von vielen Tonnen Verpackungsmüll oder Verpackungen, die in den Verkehr gebracht werden, obliegen noch ganz anderen Pflichten. Ja. Da muss eine jährliche Vollständigkeitserklärung eingereicht werden, die sogar testiert sein muss. Das bleibt den in Anführungsstrichen kleineren Händlern erspart, sondern man kann das über solche pauschalen Verträge mit den dualen Systemen abbilden. Aber es ist auf jeden Fall verpflichtend. Okay, was passiert denn, wenn ich nicht teilnehme?
Die Verpackungsverordnung sagt eigentlich ganz klar, es ist nicht zulässig, Verpackungen, die nicht lizenziert sind, so wird es bezeichnet, also wenn man nicht an einem solchen System teilnimmt, in den Verkehr zu bringen. Darauf stehen Bußgelder, auch die sind dort festgeschrieben, bis zu 50.000 €, also das kann schon schmerzhaft sein und natürlich darf man ab dem Moment nicht lizenzierte Verpackungen nicht mehr in den Verkehr bringen, das heißt, es wäre de facto ein Verkaufsstopp. Okay. Das heißt, das Thema Verpackungsverordnung ist auch für kleine Händler nicht auf die kleine Schulter zu nehmen. Nein, auf keinen Fall. Also man muss sich des Themas annehmen. Wie gesagt, viele der dualen Systeme bieten gerade für diese Zielgruppe relativ einfache Lösungen an, wo man einen fortlaufenden Vertrag unterschreibt und eigentlich nur noch einmal im Jahr die Menge durchgibt, die man tatsächlich verbraucht hat. Und damit ist das Thema in Anführungsstrichen erledigt. Dankeschön.